Wir wollten ein Leben, in dem wir möglichst viel selbst entscheiden. Wie wir leben, wie unsere Tage aussehen, was wir mit unserer Zeit machen. Und dann gibt es Tage wie heute, an denen erstmal das Wetter entscheidet. Seit mitten in der Nacht regnet es fast ohne Unterbrechung. Und eigentlich hatten wir für heute einiges vor. Wir wollten runter ins Dorf und einer Freundin etwas bringen. Und eigentlich wollten wir später sogar nach Tarapoto fahren und einen Freund besuchen. Aber schon als wir heute Morgen wach wurden, war eigentlich klar, das wird kein normaler Tag. Der Himmel komplett zugezogen. Dauerregen. Alles nass. Und irgendwann stellt man sich dann die Frage, müssen wir das heute wirklich machen? Eigentlich hat dieser Tag aber nicht heute angefangen. Gestern war es schon fast genauso. Nicht ganz so viel Regen wie heute, aber den ganzen Tag bedeckt. Immer wieder Regen und die Sonne kam nicht durch. Und normalerweise würden unsere Solarpaneele während des Tages unsere Batterie wieder voll aufladen. Gestern ist genau das praktisch nicht passiert. Wir sind morgens mit ungefähr 41% Batteriekapazität in den Tag gestartet. Und dann haben wir immer wieder geschaut, was passiert. Die Solaranlage hat gerade so ungefähr das ausgeglichen, was wir während des Tages verbraucht haben. Aber sie hat fast nichts zusätzlich in die Batterie bekommen. Am späten Nachmittag hatten wir immer noch 41%. Das heißt, der ganze Tag war vorbei und wir hatten praktisch keine Energie für die kommende Nacht dazugewonnen. Und das ist nicht das erste Mal. Und genau da merkt man plötzlich, wir erzeugen unseren eigenen Strom, aber unabhängig sind wir deswegen noch lange nicht. Also bin ich gestern Abend zum ersten Mal zu unserem Nachbarn gegangen und habe nach dem Stromerzeuger gefragt. Er hat mir das schon öfters angeboten, aber bisher haben wir es noch nie in Anspruch genommen. Und zum ersten Mal haben wir probiert, unsere Batterie damit zu laden. Also Generator holen, Kabel bauen, anschließen, ausprobieren, Einstellungen kontrollieren und hoffen, dass es funktioniert. Und irgendwann sahen wir dann tatsächlich, es geht! Unsere Batterie wird geladen. Und genau deshalb sitzen wir heute hier ziemlich entspannt im Haus. Nicht, weil unsere Solaranlage gestern genug Energie produziert hätte, sondern weil Sebastian gestern Abend zum Nachbarn gegangen ist und wir unsere Batterie mit einem Benzinstromerzeuger nachgeladen haben. Sonst würde dieser Regentag heute für uns ganz anders aussehen. Ohne Kühlschrank, ohne Strom. Und plötzlich bedeutet schlechtes Wetter nicht mehr nur, wir gehen heute vielleicht nicht ins Dorf, sondern auch, wie viel Strom können wir heute eigentlich verbrauchen? Das ist eine Seite vom Andersleben, die man auf schönen Bildern eigentlich gar nicht mitbekommt. Die Natur ist unser Taktgeber, mehr als wir glauben. Heute ist es außerdem deutlich kühler. Wir haben Jacken an. Das Haus ist dunkler. Draußen ist alles grau. Und wenn es stundenlang so aussieht, zieht das manchmal tatsächlich ein bisschen aufs Gemüt. Aber gleichzeitig passiert etwas anderes. Der ganze Tag wird langsamer. Unsere Tiere scheinen damit überhaupt kein Problem zu haben. Sie liegen herum, schlafen und haben den Regentag offenbar längst akzeptiert. Und auch unsere Kinder haben sich einfach angepasst. Sie spielen heute viel in ihrem Spielzimmer oder bleiben direkt im Bett. Vielleicht setzen wir uns später zusammen an den Tisch und spielen etwas. Und Dinge, die wir eigentlich erledigen wollten, bleiben eben liegen. Und das Verrückte daran ist, der Tag ist dadurch ja nicht verloren. Nur unser Plan für diesen Tag ist verloren. Das ist ein Unterschied, den wir selbst erst lernen mussten. Denn wir sind es gewohnt, dass ein Tag irgendwie funktionieren muss. Wir planen etwas und dann machen wir es. Aber hier gibt es öfters Situationen, in denen die Umgebung sagt, heute nicht. Wenn man vom Andersleben träumt, denkt man natürlich zuerst an die schönen Dinge.
Mehr Natur, mehr Selbstbestimmung, mehr eigene Entscheidungen, weniger Vorgaben. Aber wenn man näher mit seiner Umgebung lebt, kann man sich eben nicht nur die schönen Seiten davon aussuchen. Wir bekommen die Sonne. Wir bekommen die tropischen Pflanzen. Wir bekommen die Wärme. Aber wir bekommen auch tagelangen Regen. Wir bekommen schlechte Wege. Und wir bekommen Tage, an denen unsere Solaranlage kaum Energie produziert. Vielleicht ist das ja ein Denkfehler. Freiheit heißt nicht, von nichts mehr abhängig zu sein. Vielleicht heißt Freiheit eher, sich aussuchen zu können, von welchen Abhängigkeiten man leben möchte. Denn abhängig sind wir natürlich immer noch, nur von anderen Dingen. Wir produzieren unseren Strom selbst, aber dafür schauen wir plötzlich viel genauer in den Himmel. Und wir wollen das auch gar nicht schöner darstellen, als es ist. Wenn es mehrere Tage regnet, die Batterie immer leerer wird und man eigentlich etwas erledigen müsste, ist das irgendwann einfach nervig. Dann sitzt man nicht hier und denkt, oh, wie schön, wir leben im Einklang mit der Natur. Dann will man irgendwann einfach Sonne. Aber heute können wir diesen Tag einfach annehmen. Unsere Batterie haben wir gestern noch geladen. Nichts, was wir heute geplant hatten, ist so dringend, dass es unbedingt passieren muss. Also bleiben wir vielleicht einfach hier. Und draußen regnet es weiter. Früher hätte ich Freiheit wahrscheinlich so beschrieben, dass ich jederzeit machen kann, was ich will. Heute denken wir manchmal auch, vielleicht ist ja auch die Freiheit, mal etwas nicht machen zu müssen, was man sich vorgenommen hatte. Wir bestimmen das Wetter nicht. Wir bestimmen nicht, wie viel Sonne heute auf unsere Solarpaneele fällt. Und wir bestimmen auch nicht jeden Umstand unseres Lebens. Aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Gestern mussten wir improvisieren, damit wir heute Strom haben. Heute fallen wahrscheinlich einige unserer Pläne ins Wasser. Aber der Tag selbst ist deshalb noch lange nicht ins Wasser gefallen. Und genau das würde uns interessieren. Ist so ein Leben für euch mehr Freiheit? Oder wäre genau diese Abhängigkeit schon zu viel? Schreibt uns das unbedingt in die Kommentare.